Okay, well, welcome if you're joining us online. Herzlich willkommen, wenn ihr übers Internet uns zuschaut. I understand that somebody's favourite part of the morning service is seeing Manfred drink his tea. Ich habe gehört, dass eines der Lieblingssachen am Sonntagmorgen ist, wenn Sie mich meine Tee trinken sehen. So we get lots of thumbs up on the So haben wir Facebook. viele Daumen hoch. Okay. We are continuing our study through Matthew chapter 8. Wir machen weiter in unserem Bibelstudium, Matthäus Kapitel 8. We're going to begin, oddly enough, at verse 1 this morning. Und so eigenartigerweise beginnen wir in Vers 1 heute Morgen. As we have followed Matthew's account so far, So wie wir dem Matthäus-Evangelium soweit gefolgt sind, he has recorded to us Jesus' teaching, as we call it, the Sermon on the Mount. so hat er uns das aufgeschrieben, also die Lehren von Jesus, wir nennen das die Bergpredigt. And what we're going to see is Jesus putting that teaching into practice. Und was wir sehen werden, wie Jesus diese Lehre in die Praxis umsetzt. And the teaching was very much directed towards you and I. Und so die Lehre richtet sich sehr direkt an dich und an mich. It's not a description of what heaven's going to be like. Es ist keine Beschreibung, wie der Himmel sein wird, It's a description of what life amongst believers should be like. sondern es ist eine Beschreibung, wie das Leben unter den Gläubigen sein sollte. And Jesus then becomes the example of that. Und Jesus wird dann zum Beispiel davon. And he spent some time up there on the hillside with his disciples around him, Und er verbrachte einige Zeit auf diesen Hügeln mit seinen Jüngern um sich herum and a wider audience gathered around. und so ein größeres Publikum, was sich auch noch versammelt hat. And what an amazing study that must have been. Was für ein erstaunliches Studium das hat sein müssen. You know, sitting there listening to Jesus, expounding the word, Wo sie dort saßen, Jesus zuhörten, wie er das Wort ihnen erklärte. using that phrase, you know, you've heard it said, but I say to you. Zum Beispiel, wie er gesagt hat, ihr habt es gehört, wie es gesagt wurde, aber ich sage euch. He was bringing the word to life. So er hat das Wort zum Leben gebracht oder lebendig gemacht. And the contrast was always, the Pharisees had the word, So dass der Gegensatz war immer wieder von dem, die Pharisäer hatten das Wort, but Jesus brought it to life. aber Jesus brachte es zum Leben. He said, this is how we need to live. Und er sagte, so sollen wir leben. And Matthew now tells us in chapter 8, as he comes down from the mountain, Und so Matthäus sagt uns jetzt in Kapitel 8, als er aber vom Berg herabstieg, great multitudes followed him. folgte ihm eine große Volksmenge nach. A big crowd around him. So eine große Volksmenge um ihn herum. And I find it interesting that having said that, verse 2 tells us, or begins with that phrase, and behold. Und als er das gesagt hat, so heißt es in Vers 2 dann, und siehe. So there's many people gathered around Jesus. They've heard what his teaching is. They're following him. So da gibt es viele Leute, die sich um Jesus versammelt haben. Sie haben gehört, was er gelehrt hat und sie folgen ihm nach. But amidst all of that, Matthew says, look, there's a leper. Aber inmitten von all dem sagt uns Matthäus dann, aber schau, da gibt es einen Aussätzigen. Now a leper or leprosy has a particular place in the Bible. Nun, dieser Aussatz oder ein Aussätziger hat ganz eine besondere Stellung in der Bibel. You know, nowadays in the last 100 years, a great deal of research and investigation has gone into this disease. So in den letzten 100 Jahren haben sie viel geforscht, was diese Krankheit betrifft. But we're talking 2000 years ago. Aber wir sprechen jetzt über vor 2000 Jahren, über diese Zeit. Well, actually, if you go into the Old Testament, we're talking 3000 years ago. Und wenn man ins Alte Testament geht, dann war das schon vor über 3000 Jahren. And one of the fascinating things about the research into the disease Und eines der faszinierenden Dinge über diese Forschung von dieser Krankheit is that 3000 years ago, it became a problem in the Middle East. dass vor 3000 Jahren wurde das zu einem Problem im Mittleren Osten. It's caused by a particular bacteria, Es wird durch eine spezielle Bakterium verursacht and
You know all about bacteria and viruses now, having lived through the pandemic. Ihr wisst ja alles über Bakterien jetzt, über diese Virusse, weil wir haben durch eine Pandemie jetzt gelebt. And you know that they can trace it back to its origins. Und ihr wisst, man kann das zum Ursprung zurückverfolgen. Well, they can if politics don't get in the way anyway. Nun, sie können es, wenn nicht die Politiker im Weg stehen. They've traced the origins of leprosy back to two places, India and Africa. So, sie haben diese Bakterien von der Leprakrankheit nach Indien und Afrika zurückverfolgt. And there's a number of different strains, different types. Da gibt es verschiedene Typen. But what they found out was that around about 3,000 years ago, it became a problem in the Middle East and in Egypt. Und sie haben herausgefunden, dass vor 3000 Jahren wurde das zu einem Problem im Mittleren Osten und auch in Ägypten. And, you know, we find it in the Bible, recording 3,000 years ago is an issue. Und man findet das in der Bibel, wie das aufgezeichnet ist vor 3000 Jahren, als ein Problem. And if you were to spend some time reading through the books of Moses, Und wenn du einige Zeit verbringst damit und durch die Bücher von Mose liest, particularly the third book, Leviticus, ganz besonders das 3. Buch, Levitikus, you'll find there's some very clear instructions to the nation of Israel da findet man ganz klare Anweisungen an die Nation Israel, that address leprosy specifically and a broader idea of plague. Und so wird die Lepra angesprochen, es wäre eine weitere Idee von einer Plage. And it uses some beautiful language, Und da wird schöne Sprache darin verwendet. talking about boils, oozing. So Beulen sind das gewesen, so ähnlich. You know, are you one of those people that are into that sort of thing? Seid ihr solche, die sich daran interessieren? I'm not. Mich interessiert das nicht so. But my wife is, you know. Aber meine Frau schon. Give her a boil so she can pop it, you know. Also da gibt es diese Beulen, die kann man so ausdrücken. Yeah, it's not me. I Also don't ich wanna know. nicht, ich möchte das gar nicht wissen. Leave it alone. It'll either go away or you'll die. One of the- Also lass mal die in Ruhe, entweder geht das sowieso weg oder man stirbt dann. Leprosy in particular, though, is described, and it has an ongoing sort of picture in the scriptures. Also die Bibel wird, die Lepra wird beschrieben, hat so ein fortwährendes Bild in der Schrift. Lots of people have the bacteria, Viele Menschen haben diese Bakterien, but only a certain number of people suffer from the disease. aber nur eine gewisse Anzahl von Leuten, die leiden dann an dieser Krankheit. So part of that is to do with genetics, Und so ein Teil davon hat das auch mit den Genen zu tun. and some of it's to do with exposure. Und manches hat damit zu tun, wenn man denen ausgesetzt ist. But it's an interesting disease Aber es ist eine interessante Krankheit, because as it infects you, weil wenn du dadurch angesteckt wirst, there are some external appearances. You get a rash, da gibt es so äußere Erscheinungen, also da gibt es so Rötungen, but it affects the nerve endings. aber es wirkt sich aus auf diese Nervenenden. And the nerve endings begin to die. Und diese Nervenenden beginnen abzusterben. So you no longer can feel things. So kannst du nicht mehr die Dinge spüren. And it affects the extremities initially. Und dann geht es auch auf die Innereien letztendlich. What's the problem with that? Was ist das Problem? It means that you can hurt yourself and not know it. Es bedeutet, du kannst dir selbst wehtun und du hast es gar nicht gemerkt. And what happens when you damage maybe your toes or your fingers? Und was passiert? Vielleicht verletzt du deine Zehen, deine Finger, It leads to other problems because you can't feel the pain. dann führt das zu anderen Problemen, weil du kannst diesen Schmerz nicht mehr spüren. And what's basically happening is that you're gradually dying without knowing it. Und was dann passiert? Du stirbst da so, ohne dass du das eigentlich merkst, so dahin. Yeah. You begin to lose blood flow in the extremities. Du beginnst dann den Blutfluss zu verlieren. So your fingers gradually die while you're still alive. So sterben deine Finger so kleinweise ab, während du noch lebst.
And that may not sound like a serious thing, but it's an increasing thing. Das erscheint nicht so etwas Ernsthaftes zuerst, aber es ist etwas, was sich dann vermehrt. And leprosy becomes a disease that is killing you while you're alive. Und Lepra ist eine Krankheit, die dich tötet, während du noch am Leben bist. And you can't feel it. Und du kannst das gar nicht spüren. So you don't know it's killing you. So du weißt es gar nicht, dass das dich tötet. And it becomes, therefore, a picture of what sin is in your life. Und es wird dann zu einem Bild, was die Sünde ist in deinem Leben. You have it, Du hast das. and it's beginning to kill you, Und es beginnt dich zu töten. and you don't know it. Und du weißt das gar nicht. And there's some very specific laws and regulations as to how to deal with those who have leprosy or, an extreme eczema. Und dann gibt es eben so ganz besondere Gesetze von denen, die diese Lepra-Krankheit haben. One of those things was to keep them separate from other people. Eines, was sie gemacht haben, sie haben sie getrennt gehalten von anderen Menschen. That's because leprosy is infectious, Also der Grund dafür, weil Lepra-Krankheit ist ansteckend, not highly infectious. nicht hoch ansteckend. You have to have specific exposure to it. Also da muss man sich schon irgendwie dem einfach da dabei sein, ganz nahe dabei sein. But it's transferred through, mostly through sort of nasal fluids. Aber es wird übertragen durch so Nasenflüssigkeit. So you don't want somebody sneezing over you. So du möchtest nicht, dass dir jemand anniest. But we're familiar with that sort of scenario, aren't we? We're carrying masks around with us. Aber das ist für uns auch schon bekannt, weil wir die Masken herumgetragen haben. The other reason for keeping a leper separate from the community Der andere Grund, warum man einen Leprakranken getrennt gehalten hat von anderen Gemeinschaften, was for the safety of the leper, das war auch für die Sicherheit vom Leprakranken, so that they could look after their own environment. so dass sie sich um ihre eigene Umgebung kümmern konnten. So what happens? Jesus has come down from the mountain. There's a great multitude around him. So was passiert? Jesus kommt runter vom Berg, da gibt es eine große Volksmenge, die um ihn herum ist. And this person who should have been separate from society comes into the middle of this crowd. So diese Person, die getrennt sollte sein von dieser anderen Gesellschaft, der kommt plötzlich mitten in diese Menge hinein. That's a huge issue. Das ist ein riesiges Problem. If we were gathered here this morning, and you know what it's like. Somebody comes in and says, "Hey, I'm positive for COVID." Und ihr wisst ja, wie das ist. Wir versammeln uns hier heute Morgen, dann kommt jemand herein und dann sagt er, hey, ich habe ein positives Ergebnis von Covid. Yeah, give me a hug. It's Calvary Chapel. Gib mir eine Umarmung, weil hier sind wir bei Calvary Chapel. Yeah, right. Ja. We've done all that. Wir haben das alle gemacht. Well, you can multiply it by several hundreds in the midst of a crowd. Und das kann man jetzt multiplizieren mit ein paar hundert noch mehr inmitten von dieser Volksmenge. This man came to Jesus. Dieser Mann kam zu Jesus. And we'll find that expression again and again through Matthew. Und das werden wir immer und immer wieder finden durch das Matthäus-Evangelium. Who comes to Jesus. Der zu Jesus kommt. And he worships him. Und er betet ihn an. That's a community shock number 2. Das ist auch wiederum so ein Schock von dieser Gesellschaft Nummer 2. A Jewish community, you worship one God. In einer jüdischen Gesellschaft oder Gemeinschaft, da betet man nur einen Gott an And no person. und keine Person. The Lord our God is one God. Der Herr, unser Gott, er ist ein Gott. This man comes and worships him. It gives the expression he falls down at the feet of Jesus. Dieser Mann kommt hin, betet ihn an, er fällt hin vor den Füßen von Jesus. And look what he says. Lord, if you will, you can make me clean. Und er sagt, Herr, wenn du willst, so kannst du mich reinmachen. One of the things that's very clear in this Old Testament, in the law of Moses, Eines, was sehr klar ist im Alten Testament, im Gesetz von Mose, is the steps that a leper needed to take in order to become clean. sind die Schritte von einem Leprakranken, die er machen musste, um rein zu werden. And it involves a presentation before a priest. Und er musste sich den Priestern vorzeigen. It involved a sacrifice. Es musste ein Opfer auch da beinhaltet sein. The ashes of a red heifer. Und dann auch noch die Asche von dieser roten Kuh. And, quite an elaborate series of steps. Also ziemlich ausgedehnte Schritte.
But there was no promise that cleansing or a curing would come from that. Aber da gab es kein Versprechen, dass eine Reinigung oder Heiligung, eine Heilung kommen würde. But this man came to Jesus in his own faith, Aber dieser Mann kam zu Jesus in seinem eigenen Glauben. trusting that Jesus could do something that nobody else could do. Er hat darauf vertraut, dass Jesus etwas tun kann, was sonst niemand tun konnte. Leprosy can be cured today. Ja, Leprakrankheit kann heutzutage geheilt werden. Its effects can't be reversed, Aber das, was schon passiert ist, die Auswirkungen, die kann man nicht mehr gut but machen. they can be stopped. Aber das kann gestoppt werden. That wasn't so this many years ago. Und das ist noch nicht gar so lange her. So we see a real expression of somebody who was an outcast in society, So sehen wir so einen Ausdruck von jemandem, der ein Ausgestoßener war in der Gesellschaft. coming to the person he thought was the only solution for his life. Und er kommt zu der Person, wo er sich dachte, das ist die einzige Lösung für sein Leben. And presenting the case, if you will, you can make me clean. Und so hat er diesen Fall vor ihn gebracht. Wenn du willst, so kannst du mich reinigen. There's no demand here, Da gibt es jetzt nicht so ein Gebot hier, because when you worship somebody like he's worshiping Jesus, weil wenn man jemanden anbetet, so wie er Jesus anbetet, there is no demand. da gibt es nicht so ein Gebot. You don't demand something of somebody you worship. Also du wirst nicht jemandem etwas gebeten mit etwas, den du anbetest. If you're demanding something, then you're not worshiping them. Wenn du etwas forderst, dann betest du den nicht an. We get that round the wrong way. Aber wir machen das umgekehrt. We get like Jacob. Jacob says to God, if you do what I want, then I'll worship you. Also wir machen so wie der Jakob. Der Jakob hatte gesagt, wenn du das magst, was ich will, dann bete ich dich And of an. course, God says to that, great, I really need people to worship me, so I'll do what you want. So, und was hat Gott gesagt? Großartig, ich brauche Leute, die mich anbeten, so mache ich einfach das, was du möchtest. So just tick the subscribe button to my YouTube channel. So brauchst du da einfach nur das Anklicken für den YouTube-Kanal für mich, dass du den dann hast, Because I want to get my numbers up. also dass die Zahlen dann hochgehen. Do you think God works like that? Denkst du, dass Gott auch so arbeitet? Well, your God, my God doesn't. All Nun, right? dein Gott macht das vielleicht, meiner nicht. What does Jesus do? Was macht Jesus? First of all, it says he puts forth his hand and touches him. Es heißt, Jesus streckte die Hand aus und rührte ihn an. Oh, big no-no with somebody with leprosy. Ein großes Nein von jemandem, der Leprakrankheit hat. The man with leprosy is an unclean person. Dieser Mann, der leprakrank ist, der ist eine unreine Person. You touch an unclean person, Wenn man eine unreine Person berührt, you become unclean. dann wirst auch du unrein. Then there's the whole, am I going to get leprosy from the person I'm touching? Dann gibt es noch dieses Problem, werde ich auch Lepra bekommen von dem, den ich berührt habe? But Jesus ignores all of that. He puts forth his hand publicly and touches him. Und Jesus ignoriert das alles, er streckt die Hand aus, rührt ihn an. Now we know from the other stories, Jesus didn't have to touch him. Nun, wir wissen es von den anderen Geschichten. Jesus hätte ihn nicht anrühren müssen. We'll actually see in the next sort of account that Matthew gives us, Jesus doesn't even have to be in the same room. Also wir müssen auch wissen, so wie es in der nächsten Geschichte dann ist, Jesus müsste nicht einmal im selben Raum sein. Jesus was breaking the law of Moses here Jesus hat das Gesetz von Mose hier gebrochen, because his connection to this man, this leper, weil seine Verbindung zu diesem Mann ist, die Verbindung zu diesem Mann ist Lepra. was greater than the law of Moses. Und das war größer als das Gesetz von Mose. He could have said, go back and read that third book. Er hätte sagen können, geh nach Hause und lies dieses dritte Buch. But he didn't. He touched him. Aber er hat das nicht getan, er hat ihn berührt. And he said, I will Und er sagte, ich will, be clean. sei gereinigt. And Matthew says, and 3 months later, no, he says immediately his leprosy was cleansed. Und Matthäus sagt er dann, und 3 Monate später, nein, er hat gesagt, und sogleich wurde er von seinem Aussatz rein.
And the idea here of cleanse wasn't just cured, it was literally washed away. Und die Idee von rein, das war nicht nur, dass er jetzt geheilt war, sondern das war so wie weggewaschen. That's got to be a visual thing. Das musste etwas gewesen sein, was man gesehen hat. And Jesus did this demonstration in front of this crowd. Und Jesus hat das vor dieser ganzen Volksmenge hier gemacht. And he wants us to understand the way that Matthew has written it. Und er wollte, dass wir das verstehen, so wie der Matthäus das geschrieben hat. That it's not merely the miracle that's important. Dass es nicht nur das Wunder war, was wichtig ist. It's how he did it and where he did it. Es ist, wie er es tat und wo er es tat. He sort of visually broke across the rules that surrounded this man's life. Er hat das sichtbar, diese Regeln gebrochen, die das Leben von diesen Menschen umgeben haben. By touching him, Indem er ihn berührt hat by receiving the man's worship, und auch die Anbetung von diesem Mann angenommen hat and by cleansing him in the midst of the crowd. und dass er ihn gereinigt hat, inmitten von dieser Volksmenge. Now, all these people around saw what was going on. Nun, all die Menschen, die da herumstanden, die sahen, was da vor sich ging. So Jesus says to the man, don't tell anybody. So sagt Jesus diesen Mann, sagt das niemandem. Go your way and now fulfill the law of Moses. Geh hin und erfülle das Gesetz von Mose. Show yourself to the priest, offer the gift that Moses commanded, and be a witness to them or a testimony to them. Zeig dich dem Priester und bringe das Opfer dar, das Mose befohlen hat, ihnen zum Zeugnis. What he's saying to the man is not keep it a secret, Was er diesem Mann sagt, ist nicht, halte das als ein Geheimnis, but instead of shouting it to everybody, hey, I'm clean, I'm cured, aber anstelle, dass er allen jetzt das sagt, ich bin heil, ich bin gereinigt, go and get some evidence that this is real. gehe und such nach einem Beweis, dass das wirklich echt ist. Do the right thing. Mach das Richtige. Go to the priest. Geh zu dem Priester Sacrifice just as Moses commands. und bringe ein Opfer, so wie der Mose das befohlen hat. And over a period of time that this submitting himself to the priest would take, Und über eine Zeit lang, also wie das brauchen würde, also vor dem Priester sich zu zeigen, it would result in the priest publicly saying, this man is now clean. es würde dann so sein, dass der Priester öffentlich gesagt hat, dieser Mann ist jetzt rein. And that would give him a re-entry into society. Und so konnte er dann wieder in die Gesellschaft dann hineinkommen. It would mean he would able to freely attend services at the temple. Er hätte wieder Gottesdienste besuchen können im Tempel. He would be able to sit in the synagogue. Er hätte wieder in der Synagoge sitzen können. It gave this man his life back. Er hat diesem Mann das Leben wieder zurückgegeben. So despite sort of contradicting the law of Moses, Jesus said, it's there for a reason. Now go and fulfill it. So, obwohl er das Gesetz von Mose widersprochen hat, so sagt Jesus, es ist dafür aus einem Grund und jetzt geh hin und erfüll das. And we see then Jesus continues on his journey. Und wir sehen dann, dass Jesus weitermacht mit seiner Reise. And he comes into the city of Capernaum. Dann kam er in diese Stadt Kapernaum. This is on the north end of the Galilee. So, das ist so nördlich von Galiläa. You can go and visit it today, and there's a synagogue there. Man kann das heute noch besuchen. Es ist eine Synagoge da. Jesus made it his base of ministry in northern Israel. Jesus machte das so zum Hauptquartier, so von Nordisrael. As he's coming into the city, Und als er in die Stadt dann hineinkam, Matthew says there came to him a centurion beseeching him. da heißt es, also Matthäus sagt, da kam zu ihm ein Hauptmann und der bat ihn. Now, if we were to read the other synoptic gospels, Wenn wir die anderen Evangelien dazu lesen würden, we get some more details of this. haben wir noch ein paar mehr Details davon. The centurion didn't come himself. Dieser Hauptmann ist nicht selbst dorthin gekommen. He sent a representative, Er hat seinen Repräsentanten dorthin geschickt, one of his servants, einen von seinen Dienern. and with his servants came a group of important people from the city.
Und mit diesem Diener kam eine wichtige Gruppe von Leuten aus dieser Stadt. What do we know about a centurion? Was wissen wir über einen Hauptmann? Well, yeah, he was in charge of people. Nun, er hatte Leute kommandiert, He was a Roman soldier, er war ein römischer Soldat, had a large number of people under his command. er hatte eine größere Anzahl von Leuten unter seinem Kommando. Means he wasn't a Jew. Das bedeutet, er war kein Jude, He was a Gentile. er war ein Heide. That's like you and I. Das ist so wie du und ich. But he lived in a Jewish city, Aber er lebte in einer jüdischen Stadt and he obviously had an understanding of how the society worked. und er hatte auch ein Verständnis, wie eine Gesellschaft funktioniert. So rather than as a Gentile going to Jesus directly, So anstelle, dass er als ein Heide direkt zu Jesus ging, he sends a group of Jews to him. so hat er eine Gruppe von Juden dorthin geschickt. One of them is a servant. Einer von denen war ein Diener, The others are his friends, if you like, those people that have come to know him in the city. die anderen waren seine Freunde, wenn du so möchtest, die ihn kennengelernt haben in der Stadt. We learn of those from the other Gospels. Und wir hören das von den anderen Evangelien. Some of these are a group of people, and they come to Jesus and they say, "Hey, this man has been a friend to the nation." Und so von den anderen Evangelien hören wir, da heißt so eben, das ist ein Freund von unserer Nation. He helped us build the synagogue. Er hat uns geholfen beim Bau von einer Synagoge. You know, they're trying to get points for him here. So, sie haben versucht, so Punkte zu bekommen für ihn. You know, it's like, you know, we give Manfred the highest stool here because he puts more money in the collection. So, wir sind ja den höchsten Stuhl geben, weil ich mehr Geld in die Kollekte gebe vielleicht. Actually, he also takes all the money out of the Aber collection. but that's er a nimmt auch different- das ganze Geld heraus aus der Kollekte. Somebody has to take it to the bank. Jemand muss ja das zur Bank tragen. So there's this sense in which the centurion understands enough of the society that he doesn't want to approach Jesus because Jesus is a Jew and he's not. So, der Hauptmann hat genug verstanden von dieser Gesellschaft, wie das ist, weil Jesus war ein Jude, aber er selbst nicht. But there are a group of, if you like, acceptable people who come and plead on his behalf. Aber es gab eine Gruppe von angesehenen Leuten und die haben gebeten um seinetwillen. So why did Matthew say that the centurion came? So, warum heißt es im Matthäus-Evangelium, dass der Hauptmann kam? He didn't. Er ist nicht gekommen. That's just the way that we translate it into something we understand compared with the way that it would have been written at the time. Das ist nur eine Art und Weise, wie wir das verstehen, wie das übersetzt worden ist und wie das damals war. The second thing we read, verse 6, he says, "Lord, my servant lies at home, sick of the palsy, grievously tormented." Und so lesen wir im Vers 6, wo er gesagt hat, Herr, mein Knecht liegt daheim, gelähmt da nieder und ist furchtbar geplagt. We don't know what the servant was suffering from, but it was serious. Wir wissen nicht, was der Knecht für ein Problem gehabt hat, aber das war ein ernsthaftes Problem. And there's a possibility that he may die from this. Und das ist eine Möglichkeit, dass er daran auch sterben kann. Now again, this man is approaching Jesus, Und wiederum, dieser Mensch, der kommt zu Jesus. and there's an implicit request here, but there's no demand. Und da wiederum gibt es hier eine Bitte, aber es gibt keine Forderung. But there's a terrific sort of social impact. Aber da gibt es wirklich auch so eine soziale Auswirkung. He is asking Jesus, Er bittet Jesus and he's asking on behalf of his servant. und er bittet hier anstelle von seinem Knecht. And there are a group of people who are supporting that request by saying, hey, you know, this man helped us build a synagogue. He loves the nation. Und da gibt es eine Gruppe von Leuten, die ihn unterstützen und sagen, der hat uns geholfen bei dem Synagogenbau und er liebt unsere Nation. And he's asking on behalf of somebody who's just a servant. Und er bittet anstelle von jemandem, der ist nur ein Knecht oder ein Diener. You know, this is not for himself. It's for somebody who just serves him. Also das ist nicht für sich selbst, sondern es geht um jemanden, der ihm dient. And Jesus responds, I'll come. Und Jesus spricht zu ihm, ich will kommen. And then we learn more about this centurion. Und dann lernen wir noch mehr etwas von diesem Hauptmann. In verse 8,
he responds to Jesus saying, I'm coming. Und er antwortet darauf, auf das, was Jesus gesagt hat, ich komme oder ich werde kommen. And said, Lord, I'm not worthy that you should come into my house. Und so sagt er, Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach kommst, Say the word, sondern sprich nur ein Wort, and my servant will be healed. so wird mein Knecht gesund werden. I am a man under authority, having soldiers under me, and I say to this one, go, and he goes, and to another, come, and he comes, and to my servant, do this, and he does it. Denn auch ich bin ein Mensch, der unter Vorgesetzten steht und habe Kriegsknechte unter mir. Und wenn ich zu diesem sage, geh hin, so geht er. Und zu einem anderen, komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut er es. This man is demonstrating or revealing faith in his approach to Jesus. Dieser Mann, der zeigt wirklich Glauben in dem, also wie er zu Jesus kommt oder wie er ihn hier bittet. But we also see that his faith is not just a sort of a desperate last, I don't know who else to ask. Aber so, wir sehen auch, dass sein Glaube ist nicht so etwas Verzweifeltes. Ich weiß nicht mehr, wen ich sonst fragen soll, It's an intelligent faith. sondern ein intelligenter Glaube. He's saying, I understand how these things work. Und er hat gesagt, ich verstehe, wie diese Dinge funktionieren. If you have the power to do these things, you can do it from anywhere. Wenn du die Macht hast, diese Dinge zu tun, dann kannst du es von irgendwoher tun. So unlike the man with leprosy where Jesus reached out and touched, So nicht so wie der Mann mit der Lepra, wo Jesus ihn berührt hat. this one's just saying, just say the word. Dieser Mann sagt, sprich einfach nur das Wort. Give the command. So gibt das Gebot. And Jesus responds to that. Und Jesus antwortet darauf. And if you have a Bible that you can write in, underline this beginning of verse 10. Und wenn du eine Bibel hast und das unterstreichen kannst, dann unterstreiche den Anfang vom Vers 10. When Jesus heard it, he marveled. Als Jesus das hörte, so verwunderte er sich. This is Jesus, the Son of God, Das ist Jesus, der Sohn Gottes. the one who can raise the dead, Also der die Toten auferwecken kann heal the leper, und die Leprakranken heilen make the kann blind see. und die Blinden wieder sehend macht. He hears the words of this man and he's amazed. Also er hört die Worte von diesem Mann und er ist verwundert. It takes something to make the Son of God amazed. Es braucht schon etwas dazu, um den Sohn Gottes zum Staunen zu bringen. And he said to them that were around, he said, truly I say to you, I have not found such great faith in all of Israel. Und er sprach zu denen, die nachfolgten, wahrlich, ich sage euch, einen so großen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. He said some similar words to another Gentile, or about another Gentile. Er sagte ähnliche Worte einem anderen Heiden, When he meets the Syrophoenician woman, als er diese phönizische Frau trifft, where she asks for help with her demon-possessed daughter. und sie bittet um Hilfe bezüglich ihrer dämonisch besessenen Tochter. And Jesus said, I'm here to minister to Israel, not to foreigners. Und Jesus sagte, ich bin hier, um den Juden zu dienen, also in Israel und nicht den Fremden, den Ausländern. And she says, well, even the dogs get to eat the crumbs from the master's table. Und so hat die Frau dann gesagt, auch die kleinen Hündchen, die essen vom Tisch, von den Krümeln, was vom Tisch von dem Herrn runter auf den Boden fallen. And he marveled at her faith. Und er hat sich verwundert über ihren Glauben. The two Gentiles Die zwei Heiden, demonstrating more faith than anyone in Israel. die zeigten mehr Glauben als irgendjemand aus Israel. That should be an encouragement to you and I. Das sollte eine Ermutigung für dich und mich sein. With regard to this man, verse 11 and 12, he goes on to say, I tell you that many will come from the east and the west and will sit down with Abraham and Isaac and Jacob in the kingdom of heaven, but the children of the kingdom will be cast into outer darkness and there'll be weeping and gnashing of teeth. Dann lesen wir Vers 11 und Vers 12. Ich sage euch aber, viele werden kommen vom Osten und vom Westen und werden im Reich der Himmel mit Abraham, Isaak und Jakob zu Tisch sitzen.
Aber die Knechte des Reiches werden in die äußerste Finsternis hinausgeworfen werden. Dort wird Heulen und Zähneknirschen sein. And here he's confirming so much of his teaching from the mountain. Und er bestätigt so viel von seinen Lehren, was er am Berg gepredigt hat. That it's those that have faith that will enter into the kingdom and enjoy it. Es sind diese, die Glauben haben, die werden in das Reich Gottes einkehren und auch sich daran erfreuen. Those that think they have the right because of their descendancy, Und diese, die sich denken, sie haben das Recht wegen ihrer Abstammung, they'll be cast into outer darkness. die werden in die äußerste Finsternis hinausgeworfen werden. That's a phrase from the time, Das ist so ein Ausdruck von damals. and the picture there is, everybody enjoying a feast in the room with all the lights, the candles burning and the oil lamps flickering. Und das Bild davon ist, also es gibt viele, die sind bei so einem Fest, also mit diesen Lampen, die brennen und allem, was dort dazugehört, diesen Öllampen und so weiter. But there are those that come to the feast who can't get in, Aber da gibt es diese, die zum Fest kommen wollen, aber die können nicht hinein. or they try to get in and they're thrown out. Und die versuchen da hineinzukommen, aber werden dann hinausgeworfen. And the contrast is outside it's dark, you can't see anything, there's no street lights. Und so der Gegensatz davon ist, also draußen ist finster, es gibt keine Straßenbeleuchtung. Compared with being inside where it's full of light. Also im Vergleich zu dem Raum, der drinnen ist, wo es viele Lichter gibt. It's the expectancy of these people that they should be allowed in. Es ist die Erwartung von diesen Leuten, die sollten da hineingelassen werden. Jesus says to the centurion, "Go your way, as you have believed, so it will be done to you." Und Jesus sprach zu dem Hauptmann, geh hin und dir geschehe, wie du geglaubt hast. And we learn from this and the other gospels that in that very moment, the servant is healed. Und wir lernen das von hier und von den anderen Evangelien, dass genau zu dieser selben Stunde oder sofort wurde sein Knecht gesund. So we have a man with leprosy who was excluded from society. So haben wir einen Mann mit Lepra und der war ausgeschlossen von der Gesellschaft. Jesus touches him and draws him back into life. Jesus berührt ihn und bringt ihn dann wieder zurück hinein ins Leben. We have a foreigner, again excluded from the society. Wir haben einen Fremden, der war ausgeschlossen aus der Gesellschaft. But Jesus says, because of your faith, you're in. Aber Jesus sagte, wegen deinem Glauben kannst du auch hereinkommen. And finally, we get to verse 14 and 15. Und dann letztlich kommen wir zum Vers 14 und Vers 15. Jesus comes into Peter's house. Und Jesus, der kam in das Haus von Petrus. And his mother-in-law is there, but she's sick. Und seine Schwiegermutter war da und die war krank. She has a fever, Sie hatte Fieber and he touches her hand, und er rührte ihre Hand an. and the fever leaves. She's cured. Und das Fieber hat sie verlassen, also sie wurde geheilt. So she gets up and serves them. So ist sie aufgestanden und hat ihnen gedient. And this gives such a broad scope of Jesus' ministry. Doesn't Und it? das gibt uns so eine Breite von dem Dienst von Jesus. And what we learn from that last verse there, Und was wir hier lernen von diesem letzten Vers hier, that Jesus doesn't just heal for the sake of healing, dass Jesus nicht nur heilt wegen der Heilung, but heals so that we can serve. aber er heilt, damit wir dienen können. There was no, oh, well, you better have another couple of days in bed here. Also da war nicht so dieses Gerede, du musst noch ein paar Tage im Bett bleiben oder so. The fever leaves, Das Fieber hat sie verlassen, she arose, sie ist aufgestanden and she served. und sie hat gedient. And we're going to leave it there. Und wir werden hier stehen bleiben. There's so much that we can learn. Es gibt so viel, was wir daraus lernen können. That the picture of leprosy, like sin in our lives, Also das Bild von der Leprakrankheit ist wie Sünde in unserem Leben. dying whilst we still live, Also dass man stirbt, während man noch lebt. but Jesus deals with it Aber Jesus kümmert sich darum and brings life again. und bringt wiederum Leben hinein. The man who was a centurion, Dieser Mann, der ein Hauptmann war,
understanding what authority really is. Und er hat verstanden, worum es bei der Autorität wirklich geht. So much so that he just seeks a word from the Lord. Und er hat nur nach einem Wort gesucht von Jesus. And seeks it in particular for somebody who was just a servant. Und er sucht das für jemanden ganz besonders, der war nur ein Diener. And so much of what Jesus is teaching on the mountain was like, are we seeking things for ourselves or for those around us? Und so, was Jesus gelehrt hat am Berg, wir suchen Dinge für uns selbst oder für diese, die um uns herum sind. And finally, for Peter's mother-in-law. Und noch zum Schluss für die Schwiegermutter von Petrus. I don't know whether that describes as one of Peter's enemies or one of his friends. Ich weiß nicht, ob das eines von den Feinden von Petrus beschreibt oder seine Freunde. But either way, Jesus brings healing Aber wie auch immer, Jesus, der hat auch da Heilung gebracht and an enabling for ministry. und hat sie befähigt zum Dienen. Let's pray. Beten wir. Father, we thank you that so much is buried into your word. Vater, so viel ist vergraben in deinem Wort. We pray you might plant it into our lives Wir beten, dass du das einpflanzt in unserem Leben and let it bring forth fruit in that. und dass es auch Frucht hervorbringt in unserem Leben. To your glory Zu deiner Ehre and to the benefit of those around us. und zum Nutzen von denen, die um uns herum sind. We pray that you bless this word to us this morning. Wir beten, dass du dieses Wort für uns segnest heute Morgen. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.